fürs Einschalten zum heutigen Video, das mal etwas anders sein wird. Und zwar werden wir heute mal ein bisschen unterstützen in Laos. Mir ist bewusst, dass es an vielen Orten auf der Welt Hilfe benötigt, aber in Laos kam mir das einfach richtig vor, weil ich finde, dass da schon große Unterschiede gibt zwischen arm und reich, und es hat sich für mich einfach richtig angefühlt. Und genau, also erstmal auf jeden Fall ein sehr großes Dankeschön an Lee, an Noe und an Sentin. Ohne die drei wäre das auf jeden Fall nicht möglich gewesen, da sie den Ort wussten, wo Hilfe benötigt wird. Sie wussten, wo wir die Dinge einkaufen können, wo wir gute Preise haben. Sie haben das Fahrzeug zur Verfügung gestellt. Also ohne diese drei wäre das auf jeden Fall nicht möglich gewesen. Deswegen großes Dankeschön an euch drei erstmal. Und ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns das Video mal an und dann werde ich am Schluss vielleicht noch ein, zwei Sätze dazu sagen. Dann let's go. So, dann werden wir jetzt erstmal in dieses Einkaufszentrum hier gehen. Sieht von außen sehr unscheinbar aus, aber ist hoffentlich nicht so teuer. Das ist das, was da auch, wo ich auch schon mal erwähnt habe, es die ganzen Fakes und so gibt. Aber wir wollen nur Flipflops. Und wir wollen viele davon. Ich denke, es ist der beste Ort, wo man diese Mengen erhält. Und genau, schauen wir mal rein. Erstmal schauen, dass wir wieder nicht überfahren werden. Sehr groß ist das hier drin. Ja, das sieht doch vernünftig aus. Aber jetzt werde ich die Kamera kurz ausschalten. Gut, das hat ja schon mal gut funktioniert. Jetzt haben wir hier nämlich schon mal 50 Paar Flipflops. Also es sind keine Flipflops. Ich dachte zuerst Flipflops, weil es halt am günstigsten ist. Aber das ist auf jeden Fall besser. Das hält bestimmt auch ein bisschen länger als hier nur solche Flipflops. Also hier jenste Größen, Mädchen und Jungs, 50 Paar, also circa 50 Paar sind das, 46 glaube ich, für 1,53 Millionen, also das sind circa, ja, ein bisschen mehr als 60 Euro. Ist okay, ne? Ist okay. So, guten Morgen. Sind wir hier, kennt es, bei dem Triumphbogen. Ich warte jetzt hier auf meine Kontaktperson. Die hat gerade ihre Kinder zur Schule gebracht. Und danach gehen wir einkaufen, respektive danach fahren wir zu ihrem Cousin und dann holen wir den Transporter und dann gehen wir einkaufen. Genau. Bin auf jeden Fall ein bisschen nervös für heute. Wir haben jetzt morgens um 8, war auch früh aufstehen, aber wird wahrscheinlich auch ein langer Tag. Dann schauen wir mal, wie das wird.
เราสิเทคบินถ้าเขาเข้าเรือกับปันรถเองนี่มานี่เดี๋ยวว่าเขานั่งกินข้าวยิ่งบอกแล้วลงไปไทยเดี๋ยวOkay Leute, wir sind angekommen bei dem Ort, wo wir ein bisschen helfen werden. Da sind das hier. Hallo Sabati! Und zwar ist das hier eine Bananenplantage, wo die arbeiten und die scheinen hier auf jeden Fall ein bisschen Hilfe zu benötigen. Mir wurde gesagt, dass sie circa 2 Millionen Kip pro Monat verdienen. Das sind 80 Euro. Das ist also wirklich nicht besonders viel. Sie haben ein bisschen Gemüse, Selbstanbau, ein paar Chicken, die rumlaufen. Genau, das ist so das, was sie haben. Leben auf jeden Fall auch hier etwas bescheiden. Ich kann euch das mal zeigen. Also, ich kann mir vorstellen, dass es bestimmt sehr warm ist in diesen Häusern. Während meines Aufenthalts habe ich erfahren, dass die Menschen hier nur alle 2 Wochen einen freien Tag haben und dass sie ihre weiter nördlich lebenden Verwandten, die keine Arbeit haben und ebenfalls auf die Unterstützung der Plantagenarbeiter angewiesen sind, gar nicht besuchen können. Zu teuer ist die Reise und zu knapp die freie Zeit. Außerdem können die Kinder hier nicht zur Schule gehen, wegen der Kosten und der Entfernung. Sie arbeiten, sobald sie alt genug sind. Und vorher kümmern sich die Großmütter um die kleinen Kinder, während der Rest tagsüber auf den Plantagen arbeitet. Und ja, das ist hier also schon schon sehr emotional, das so zu sehen. Das hier scheint der Wassertank zu sein, wo man sich wäscht. Auch für die Klamotten. Und ihr seht, die Leute kommen auf jeden Fall schon von überall jetzt ein bisschen hierher. Ja, ich habe gehört, dass sie sich wohl gestern Abend sehr gefreut haben. Ja, es sind halt nur Verbrauchsmaterialien, ne? Natürlich wäre es nachhaltiger, einen Brunnen zu bauen, eine Schule zu bauen, aber da sprechen wir auch von anderen Preisen und deswegen ist es schön zu hören, dass sie sich darüber freuen und ich hoffe auch, dass es einen Moment helfen wird. Es sind 21 Familien hier und dann würde ich sagen, dann machen wir uns jetzt mal an die Arbeit. Wie gesagt, wir haben hier ein bisschen was. Und damit das nicht zu lange in der Sonne steht, müssen wir jetzt hier auch mal ein bisschen abladen. Okay, wir werden jetzt mal schauen, ob das so funktioniert, wie man sich das so vorstellt. Auf jeden Fall alle ganz friedlich. Und jetzt ist hier noch der Reis gekommen. Der Reis und die Eier. Haben wir 24 Kilogramm Reis pro Familie und ich glaube 80 Eier pro Familie. Wir haben hier ein bisschen so nötigste Sachen, ne? Wasser, Öl, Waschmittel, dann hier solche Snacks mögen wohl die Kinder. Ja, ist jetzt nicht gerade das gesündeste, aber damit die da auf jeden Fall auch was haben. Dann haben wir hier getrocknete Nudeln. Da vorne ist Seife. Und ja, dann natürlich hier für Frauen, ne, Binden. Dann auch Präservative und Zahnbürsten für Erwachsene und Kinder. Zahnpasta.
Also, und hier drüben den Reis. Und jetzt war ich ein bisschen unterm Budget. Die Kinder, die mögen anscheinend Milch sehr gerne. Deswegen haben wir da vorne jetzt noch so kleine Milchdrinks geholt. Genau, und dort die Schuhe, die sie jetzt gerade am Verteilen sind. Ja, ich hatte da von der Größe 24 bis 40 circa ein bisschen gemixt genommen. Natürlich mehr für Kinder. Ich sehe jetzt, dass viele Kinder hier noch sehr klein sind. Ich hoffe, es hat genug Schuhe für alle. Für die Frauen wird es bestimmt auch gehen. Ja, mal schauen. Mal schauen, wie das aufgehen wird. Man kann das halt vorher nicht hundertprozentig genau kalkulieren. Ne? Wir wussten halt einfach, dass es 21 Familien sind. Aber ich wusste natürlich nicht, wie viele Kinder, wie alt die Kinder sind. Das wusste ich leider alles nicht so genau. Deswegen konnte man da nur ein bisschen auf Schätzung einkaufen. Genau, also die scheinen auf jeden Fall auch schon alle weg zu sein, so wie ich das sehe. Und im Prinzip ist es natürlich so gedacht, dass jede Familie eigentlich so ein Paket bekommt mit 24 Kilogramm Reis, getrocknete Nudeln, 80 Eier, Zahnpasta, Zahnbürste, daneben diese Hygieneartikel. Und ich bin echt erstaunt, wie ruhig hier alles ist. Aber ich glaube, das ist halt, weil wir es vorher geplant haben. Ne? Ich habe da schon andere Organisationen, ich habe schon andere Spendensachen gesehen auf YouTube, wo man halt einfach hingefahren ist. Und dann ist das natürlich komplett im Chaos ausgeartet. Und dass dann auch jeder gleich viel bekommt und das fair verteilt wird, ist dann natürlich auch schwierig. Deswegen wollte ich das vorher so gut wie möglich planen. Und bis jetzt scheint das auf jeden Fall so zu sein. Und ich meine, das hält jetzt auch nicht ewig. Ne? Also ja, 24 Kilogramm Reis könnte schon im Moment halten. Dann Waschmittel ist, glaube ich, 5 Kilogramm pro Familie. Aber zum Beispiel das Wasser, ne, das sind, glaube ich, 6 mal 1,5 Liter. Das wird wahrscheinlich bis morgen, übermorgen dann auch schon wieder weg sein. Deswegen, ja. Aber es werden auf jeden Fall weniger Leute. Und der Wagen wird auch leerer. Wie ich übrigens auf diesen Ort gekommen bin, also die eine, die mir hilft, die hat ein kleines Restaurant mit ihrem Cousin zusammen. Und ihr Cousin, der hat früher diese Plantagenarbeiter gefahren, also vor vielen Jahren. Und deswegen wusste er noch, wo es Leute gibt, die sicher Hilfe benötigen. Und er hat auch hier den Truck zur Verfügung gestellt. Das ist seiner. Ja, mit ihm habe ich vereinbart, dass ich bezahle ihm einen Tank. Wir sind doch 4 Stunden fahren, ne? 2 hin, 2 zurück. Ich finde das wirklich sehr toll, wie ruhig das hier alles abläuft. Und ich hoffe, dass die hier zufrieden sind und das helfen wird. Aber wie gesagt, man kann natürlich immer mehr helfen. Deswegen, vielleicht können wir das zukünftig wieder mal machen, öfters mal machen. Aber da wäre ich natürlich auf Hilfe angewiesen. Weil ihr werdet sehen, diese zwei Transporter hier, jetzt gefüllt mit diesen Sachen für 21 Familien. Da sind wir, glaube ich,
weiß es noch nicht genau. Ich kann es noch nicht genau einschätzen. Aber ich habe mir auf jeden Fall alles aufgeschrieben, was alles gekostet hat. Ich habe auch die Quittung. Und dann muss ich das zu Hause mal kurz ausrechnen, was das alles gekostet hat. Ja. So, dann wäre es das mal für den Moment. Dann würde ich sagen, dann müssen wir nachher dann auch schon zurückfahren. Ne? Okay, dann wäre es das gewesen mit diesem Video. War für mich auf jeden Fall ein emotionaler Tag mit gemischten Gefühlen. Also ja, war manchmal schon sehr traurig, das so zu sehen und ja, auch halt mit diesen ganzen Informationen, die man da dann bekommen hat. Auf die andere Seite war es auch irgendwie schön zu helfen, weil die Leute sich halt wirklich gefreut hatten. Obwohl, ja, ich weiß es nicht, obwohl ich halt für mich dann immer denke, ja, es ist halt nur eine kurzfristige Hilfe, aber ich denke, ja, Hilfe ist Hilfe und man hilft halt so, wie man es kann. Und ich denke mal, dass das eine gute Sache ist. Ich werde auf jeden Fall so eine Aktion wieder machen, auch wenn ich es alleine mache. Aber mit eurer Unterstützung denke ich, könnte man auf jeden Fall viel erreichen. Und ihr seht es, diese Dinge, die ich da gekauft habe, da waren wir vielleicht bei 1100 Euro. Mein Budget war 1000 Euro. Also ich denke mal, 1000 Euro bekommt man relativ schnell zusammen. Ja, ich würde das sehr gerne wieder machen. Deswegen, wenn ihr da Lust dazu habt, mich zu unterstützen, ich habe auf jeden Fall mal in der Beschreibung einen PayPal-Link drin. Ich werde im Dezember wieder zurückkommen nach Asien und dann werde ich so oder so die nächste Aktion machen. Und wenn ich jetzt tatsächlich sehen würde, dass da monatlich ein bisschen Geld reinkommen würde, dann mache ich auch gerne, weiß ich nicht, irgendwie am 1. des Monats oder am ersten Video des Monats irgend sowas, ein kurzes Update, zeige das natürlich transparent, weil dieses PayPal-Konto nur dafür erstellt wurde. Das heißt, ich kann euch das offen zeigen, was da reingekommen ist, werde natürlich die Namen, alles werde ich natürlich nicht zeigen. Und ja, wie gesagt, also danach, wenn ich irgendwas kaufen werde, werde ich die Quittungen auf jeden Fall auch transparent zeigen. Und genau, dann bedanke ich mich vielmal fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und man sieht sich beim nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.